Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stories The Path of Destinies. Wir haben das letzte Mal den ersten Geschichtspfad abgeschlossen von ganz vielen. Und wir haben jetzt neben den ursprünglichen 2 Entscheidungen noch eine weitere dazu bekommen. Und zwar Baue den Skyripper kennen wir ja schon. Aber jetzt haben wir noch Finde den Tempel. Ein mysteriöser Tempel hatte sich aus der Wüste erhoben. Der Imperator sandte seine Raben aus, um den Iblisstein zu finden. Das uralte Artefakt barg vielleicht die Macht, um das Imperium zur Strecke zu bringen. Und es ist auch schön, dass man hier sieht, was neu war. Ich will jetzt aber erstmal sagen, damit wir nicht so ein bisschen durcheinander kommen etc., werden wir jetzt erstmal den Skyripper machen. Every child knew about the Skyripper. The transcendent emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This emperor, Isengrim III, had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the lost gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the earth? It was more than Reynardo could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. Ich finde das wirklich ein interessantes System mit den vielen Entscheidungen und alles führt zu einem gewissen Ende, einem Geschichtszweig. Gefällt mir. As he set foot on the island, Reynardo couldn't help feeling a bit curious. Was Lapino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Reynardo felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Skyripper? Reynardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Skyripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Hol dir das Gehäuse des Skyrippers. Das ist wieder die Frage. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, was ist hier wieder optional? I wonder what I could make with all these sword crafting materials, thought Reynardo. Na, ganz tolle Dinge. Vor allem, dann können wir vielleicht nach und nach dann die Kisten öffnen. So, was ist hier jetzt schon wieder richtig? Was ist falsch? Oder, ne? Ihr wisst, was ich meine. Sehr gut. Okay. Da ist nichts mehr. Und wir haben sogar, wie wir das letzte Mal erfahren haben, die Stufe 2 der Fähigkeiten freigeschaltet. Sprich, dass wir das jetzt auch skillen können. Ah, da wartet schon die Werkbank auf uns. Und wir können sogar irgendetwas machen. Ein Schwert. Feuersturm. This burning sword from the south was terrific for barbecuing sausages and ravens. Okay, und jetzt kann ich so wechseln. Okay. Ah, ihr schon wieder. Kleinen Mistviecher. Anyone ever tell you you have a lovely eye? No? So. Hier noch irgendetwas? Nein. Ah, da warten noch mehr von diesen Viechern auf uns. Da ist wieder eine Tür, wo ich nicht rein kann. Naja, dafür habe ich das falsche Schwert. Na super, jetzt ist die Tür zugegangen. Macht aber nichts. Ja,
Toll. Das lief ja gut. Die machen jetzt aber schon mehr Schaden. The people who had built this castle, did they even know what monstrous weapon lay hidden within their walls? The Skyripper could destroy anything it touched, or so the legend said. As the Transcendent Emperor had fought the lost gods, thousands of thousands had died. But Reynardo had been through wars. The only merciful war was a short one. Da ist eine Kiste. Reynardo felt like he was bursting with knowledge. But what kind? Ja, schauen wir uns jetzt mal an. Ja, jetzt können wir hier die zweite Stufe jeweils machen. Wenn du einen Feind mit Schild anhakst, verliert er den Schild und wird angreifbar. Das ist natürlich sehr interessant. Was haben wir da noch? Den maximal... Oh. Ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal... This was way better than being able to shrink down to the size of an ant. What was that all about anyway? Das erstmal machen, damit wir uns ein bisschen besser gegen die Typen mit den Schilden wehren können, dass wir da nicht auf andere Gegner angewiesen sind. Wieder so viele Türen, ne? Wo man nicht reinkommt. Ah. Can I borrow that? Ich kann sagen, da hatten wir schon direkt so einen Schildtypen. Jetzt wollte ich eigentlich was ganz anderes machen. Aber okay. Mich hat so das Erz gereizt, weil ich dachte, nachher verschwindet das. Und da habe ich jetzt natürlich deswegen Hits kassiert. Na gut. Führt mich das zur Kiste? Tatsächlich. Once, Reynardo had been to a dungeon where all the chests were locked. It was awful. Was haben wir hier? Oh, was ist das denn Schönes? Lesen. Die Wahrheit über den Skyripper ist von dichtem Nebel verhüllt. Die glaubwürdigste Geschichte ist, dass der immerwährende Kaiser Iblis mit Hilfe des Skyrippers verbannt hat. Danach vergrub der IK, ja super, die Waffe und verschwand. Ging er ins freiwillige Exil, um die Welt von der letzten göttlichen Präsenz zu befreien, oder war es der Preis für die Ausübung solch unglaublicher Macht? Könnte zwischen dem Skyripper und Iblis eine tiefere Beziehung bestehen, als die der Waffe und des Opfers? Meine Rituale werden den Iblisstein herbeirufen. Vielleicht sollte ich bedenken, dass dies den Skyripper ans Tageslicht rufen könnte. Sollte das der Fall sein, dann muss ich sämtliche Ressourcen einsetzen, um ihn zu finden. Eine Waffe, die einen Gott verbannen kann, ist ein unschlagbares Argument, falls die Alten mir einen Strick durch die Rechnung machen wollen. Es liegt in ihrer Natur, es zu versuchen. Aber Götter sind berechenbar und ich kann mich darauf verlassen, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Imperator Isengrim III. Geheimes Tagebuch. So, das kann ich wieder nicht öffnen. Und es bleibt nur dieser Weg. Okay. Ach, ihr schon wieder. Ihr Sweeties. Boy, das war gut. if looks could kill. Ah. Oh ja. Ich würde sagen, schnell in Sicherheit bringen. Und der sieht ja im Prinzip nur seinen Kumpan.
Wie er zerfleischt wurde von mir. Ich mach mal lieber alle. Besser ist es. Bevor die mich da irgendwie noch böse überraschen und das muss ja nicht sein. Die Energie kann ich mir auch sparen. Oh, hi! I'm sorry. Was that your shield? Ja, toll. Der Satz kommt und der hat immer noch das Schild. Klasse. Mir das Schild? Ich wollte gerade sagen. Oh, shit. Nein, nein, nein. So. Okay, die Kämpfe werden gemeiner. Ich bin manchmal ein bisschen sehr am Arsch. Halleluja. Ah, a puzzle. Reynardo loved puzzles. Except when he couldn't figure them out. On the other hand, if there was a puzzle, it was probably meant to keep people away from something good. Okay, da haben wir eine Tür, wo wir... reinkommen könnten. Die Frage ist jetzt wieder, ne? Geht's jetzt hier weiter? Oder hier? Ooh, what's there? Wetten, ich kann gleich nicht mehr zurück. Oh Gott, da ist ein Schildtyp. Genau sowas habe ich hier befürchtet. Warum bin ich dann hier also reingegangen? Ich weiß es nicht. Fragt mich beim nächsten Mal. Oh, sehr schön, es geht wieder auf. Und es war auch optional. Oder? Oh, sweet! A gem. Oh, All he needed now was a workbench, and he could slot it into his gauntlet. sehr schön. Geht's hier schon wieder lang? That had been his mistake before, trusting his old friend Lapino, who had been through so many battles with him and shed so many heartaches, who he'd rescued so many times. What was up with that guy anyway? Bin ich jetzt wieder... Wo bin ich denn? And this is why heroes are called dashing, Reynardo thought. See? Dashing? Get it? Ich gehe jetzt erst noch mal zurück. Wegen dem einen Rätsel da. Oh. Ich kann nicht mehr zurück. Ach Gott. Alter, wie viel ich bei diesem Spiel hier übersehe, ne? Ich weiß hier echt nicht, was optional ist und... Ja. Ich gebe mir mal ein bisschen mehr Gesundheit. Na, jetzt bin ich schon am Ziel. Und so viel zum Rätsel. Na toll. There it was. Skyripper's armature. The stuff that dreams are made of. Engineers' dreams, anyway. The device was intricate,
No one alive had the skill to make a thing like it. How was it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist, but first, he'd get the second piece. Skyripper had a heart, a core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund wählte Reynardo Zenobia. Reynardo hat das Gehäuse des Skyrippers gefunden, doch ohne den Kern war die Waffe nichts weiter als eine leere und nutzlose Hülle. Vielleicht sollte er sich mit Zenobia treffen, die vor kurzem eine nahegelegene Stadt erobert hatte. Sie war die Adoptivtochter des Imperators und seine größte Generalin, aber sie war auch eine alte Freundin. Reynardo wusste nicht genau warum, aber er musste sie einfach sehen. Er musste den Kern des Skyrippers finden, logisch. Der einzige Grund, das Gehäuse zu finden, war die legendäre Waffe zusammenzusetzen, die einst die verlorenen Götter verbannt hatte. Es lag auf der Hand, dass Reynardo den Kern an sich bringen musste. It was a no-brainer. He'd sacrificed his old friend Lapino to get the armature. And the armature was useless by itself, only a series of coils and wheels. War demanded sacrifices, and he would make more before the end. He would have to choose the greatest good no matter how much it cost him. Zenobia. Well, he would see her sooner or later, across a battlefield or a sword's point before all this was over. He was sure of that. The power was in the core. Obviously, he had to get the core. So viele Entscheidungen zu treffen, so viele Wege, unglaublich. He looked up at the old trees around him. They were so big and so old. They'd been there before he was born, and they'd be there after he'd passed into legend. Was he confronting his own unimportance? What had got into him? He was no philosopher. Anyway, who cares? He was plenty important. He was a hero, and soon he'd prove it. Cool, wie uns das Ding nachfliegt. Ich würde aber sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Und die Energie wird nicht aufgefrischt.